Hi Leute, heute mal was Neues, ihr Bastel- und Labwütigen. Heute werden wir dann mal wieder eine Waffe bauen. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Nach meinem letzten Video muss ich sagen, fand ich echt toll. Viele nette Kommentare, die einen Mut machen, dass man den ganzen Mist mit der Bürokratie und sowas sich weiter mit rumschlägt. Das hat mich wirklich sehr gefreut. So, dann hoffe ich mal, das Ganze heute wird euch mal wieder gefallen. Wie gesagt, heute geht es mal wieder an Waffenbau. Und zwar bauen wir heute einen Hammer. Beziehungsweise es werden wahrscheinlich zwei werden. Dadurch, dass ich mal wieder ein bisschen hinterherhänge mit den Videos. Die letzte Zeit, wie gesagt, war ich nicht so motiviert. Da werden das diesmal zwei werden. Ich habe nämlich schon ein bisschen was vorbereitet. Und dann schauen wir mal. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema interessiert euch wieder. Bleibt dran, wir sehen uns. Dann wollen wir mal loslegen. Für das Ganze nehme ich 1,20 Meter Kernstab. Da können wir natürlich auch 1 Meter oder 1,50 Meter nehmen oder 2 Meter, je nachdem. Das kommt drauf an, wie groß und ihr das Ganze machen wollt. Ich habe mich jetzt so für ein, das Ding wird dann, ich schätze mal so 1,30 Meter ungefähr. Kann man dann als Zweihandwaffe auch benutzen. Dann bin ich hingegangen. Ich hatte noch ein paar Schablonen liegen. Das ist der Vorteil, wenn man schon öfters mal was gebaut hat, dass man die dann behält. Das wird ein relativ, ich sag jetzt mal für das Größenverhältnis, relativ kleiner Kopf, dass der nicht zu groß wird. Da bin ich jetzt hingegangen. Wie gesagt, die Schablone hatte ich schon. Jetzt, weil ich verpeilt hatte, irgendwie die 16er Matten vor ein paar Wochen zu bestellen, habe ich das jetzt der Einfachheit halber, machen wir das mit 10er Matten. Da habe ich jetzt mal 5 Stück ausgeschnitten. Davon nehme ich jetzt erstmal nur eine. Mal gucken. Kugelschreiber, ja, Hammer. Gucke ich, dass ich hier so die Mitte hinkriege. So. Müsste ungefähr hinhauen. Wo ihr immer bei Hämmern gucken müsst. Wie gesagt, das ist jetzt ein relativ kleiner. Hier kommt natürlich noch was dran mit dem Matratzenschaum, statt dass der schon fluffig beim Schlagen ist. Bei Hämmern zum Beispiel, egal was ihr für eine Form für so einen Hammerkopf nehmt, ihr müsst immer gucken, dass ihr den Kernstab relativ weit in den Kopf reinmacht. Also nicht hier jetzt so, ne, weil dann ist er direkt ab. Also am besten relativ weit. Ich lasse hier oben noch ein bisschen Luft. Da kommt nachher auch noch Leder drüber. Jetzt muss ich noch gucken, was ich da ungefähr mittig drauf kriege. Da müssen wir noch ein bisschen rüber. So. Hoffentlich ist das Cuttermesser scharf genug. So. Wie gesagt, bei den Sachen mache ich das relativ weit oben. Das minimiert dann, dass der Kopf abreißen kann von dem Hammer. Das werden wir dann da erstmal, ich klebe das wieder mit Heißkleber, wie gesagt, können wir natürlich auch mit Pateks kleben. Dann aber mit beiden Seiten, ne? Also da dann quasi hier und da den Pateks dran macht. Immer dran denken, das ist ein Kontaktkleber. Die Linie habe ich jetzt gemacht, damit ich weiß, wie weit ich mit dem Heißkleber dran gehen muss. Mal schauen. Na, will noch nicht. Ja, der war noch nicht so richtig. Jetzt wieder. Der ist auch noch ein bisschen träge. So. Dann immer noch mal drüber gehen, um das Ganze schön zu verteilen. So. Heißkleber brauchen wir erstmal nicht mehr. Das
Ganze lassen wir jetzt mal abkühlen. Und dann schon mal wieder zum Erklären. Dann habe ich Leder genommen. Quasi jetzt selber, weil ich auch für so Griffwicklungen nehme. Ja. Habe dann quasi den Hammerkopf dann aus dem Leder zweimal ausgeschnitten. So, dann brauchen wir Pateks. Tun wir mal auf Seite. Dann brauchen wir wieder eine Unterlage, damit wir das Ganze hier so ein bisschen wieder voll sauen können. Schraubenzieher haben wir auch mal ausnahmsweise hier mal liegen. So, mal gucken, ob ich über einen alten Pinsel rumliegen habe. Natürlich mal wieder nicht. Ich weiß nicht, was ich mit den Dingern jedes Mal mache. Außer mit umrühren. Dass ich hier um die Ecke noch genug alte Pinsel liegen habe. So. Hier drin. Das ist ein bisschen locker, das Teil. Also, ja. So. Schneiden wir einfach ein bisschen darunter. Dann kann man das nämlich, so einen alten Pinsel, immer noch super zum Auftragen benutzen. Ja. So. Dann gehen wir jetzt mal hin. Dann nehmen wir die zwei Lederteile erstmal drauf. Dabei gehe ich dann immer hin und mache nur die eine Seite mit Pateks. Eigentlich ist das ja ein Kontaktkleber, dann müsst ihr normalerweise beide. Aber bei dem Leder gehe ich immer hin. Dann mache ich ein bisschen dicker drauf und dann nur eine Seite. So. Ein bisschen was übersteht, das ist nicht schlimm, das muss nachher sowieso dann machen, immer so ein bisschen beigeschnitten werden. Das ist immer, wenn du dann die mehrere Lagen drauf klebst, ist das sowieso irgendwie immer alles schief und krumm bei mir. Keine Ahnung, obwohl ich ja dieselbe Schablone nehme für die ganzen Teile. Aber das ist irgendwie bei mir immer. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht arbeite ich nicht sauber genug. Keine Ahnung, oder genau. Aber egal. So. Dann erstmal gut einschmieren das Ganze auf beiden Seiten. Das ist jetzt schon mal, dass dann zu den Seiten hin schon mal nichts abreißen kann so schnell. Und auch, dass das vom Spitzenschutz ganz okay dann ist. So. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal trocknen. So. Stellen wir mal hier auf Seite. Und dann kommen wir nämlich schon an das, was ich vorbereitet habe. Und zwar habe ich vorhin schon mal bei dem zweiten Hammer das hier schon mal geklebt. So, dann gehen wir jetzt hin. Wie gesagt, ich habe von jedem 5 gemacht. Mal gucken, wie dick das dann ist. Wahrscheinlich muss ich dann noch ein bisschen was dran machen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, jetzt bin ich schon ein bisschen zu schnell. Ich mag das schon wieder, weil hier müssen wir nämlich jetzt alle beide einschmieren. Wenn man das nicht so richtig andrückt und das nicht so richtig trocken ist, wie ihr seht, das geht hier jetzt alles auseinander. Ist jetzt aber nicht so schlimm, weil das Ganze tun wir ja jetzt anschließend noch ein bisschen pressen. Das könnte man also sagen, das war schon fast so geplant von mir. Ja, aber nur fast. So. Wie gesagt, das habt ihr natürlich nicht so, wenn das Ganze vernünftig trocken ist. Hier oben ist natürlich alles ein bisschen schief und krumm geworden, aber mir geht es jetzt erstmal darum, dass hier unten alles halbwegs gerade ist. Das sieht halbwegs gut aus. Ein bisschen schneiden muss ich immer. Hier muss ich sowieso schneiden, hier an den 2 Seiten, und hier werde ich das auch noch. Aber hier
hier auf der Innenseite runter zum Stiel. Scheint das alles ganz gut zu sein. Wie gesagt, das Wichtigste ist danach, dass das vernünftig angedrückt wird. Am besten, wie gesagt, nimmt ein paar Schraubzwingen mit einem Brett, dass er das irgendwie und dann drauf. Am besten natürlich, dass das breit genug ist. In dem Fall werde ich jetzt mal kein Brett nehmen. Dann nehmen wir was anderes. Auch von der Höhe passt das super. Ich habe nämlich hier noch meinen schweren Metallblock. Der kommt jetzt hier einfach mal drauf. Der wiegt doch ein paar Kilo. Und das Ganze lassen wir jetzt einfach hier mal so drauf. Jetzt müssen wir das erstmal vernünftig antrocknen lassen, dann sehen wir uns wieder. So Leute, gucken wir mal. Das Ganze haben wir jetzt mal einen Tag lang trocknen lassen. Normalerweise müsste das nicht unbedingt so lang, aber ich habe es jetzt einfach mal. So, das tun wir mal kurz zur Seite. Dann gucken wir uns das Ganze mal an, ob das gut aussieht. Oh, schön zusammen. So. Schneiden wir jetzt erstmal so ein bisschen grob das Überflüssige hier so runter. Naja, auf jeden Fall. Ich werde mir jetzt noch ein längeres Stück ausschneiden. Und dann klebe ich das hier so drauf. Dann fangen wir an mit der Matte. Können wir dann kleben. Na, einmal hier nochmal rund wickeln. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich damit fertig bin. Ich habe jetzt hier Fliegengitter einmal drum geklebt. Dann hier unten. Und dann ungefähr bis hier am Kernstab. Und dann einmal rum. Dann bin ich hingegangen, ganz normal wieder mit 6er Matte. Das Ganze wird jetzt hier wieder rund gewickelt. Das letzte Stück, das mache ich jetzt noch mit Pattex. Und dann habe ich dann das untere Stück wieder mit einem Spitzenschutz, also normal rund, ne, wieder ein Stück Matte dran geklebt und dann mit Leder. Das ist nicht so ganz hier, ich glaube da ein bisschen schief geschnitten, aber ist nicht so schlimm. Da ist sowieso der Griff. Das ist alles halb so wild. So, dann gehe ich jetzt mal hin, drücke die Matte so ein bisschen an. Da kann man dann nämlich besser ungefähr, das ist nur damit ich ungefähr weiß, wie viel Pattex ich drauf klatschen muss. Das vorher habe ich dann mit Heißkleber wieder gemacht, aber das letzte Stück mache ich dann immer meistens im Normalfall mit Pattex. Das ist nämlich nachher beim Rundschleifen angenehmer zu schleifen. Da hat der Pattex ein bisschen Vorteile gegen den Heißkleber. Das geht etwas besser. So. So. Dann bin ich noch hingegangen, habe dann hier von der Schablone quasi die Teile ausgeschnitten. Die sind jetzt ein bisschen größer geworden. Dadurch, dass ich schon was weggeschnitten habe, aber das ist nicht schlimm. Die werde ich dann gleich auch noch so bündig hier dran kleben. Wir gucken jetzt einfach mal, dass man das schon mal so. Dann mache ich ja auch schon mal ein paar Linien. So ganz bündig und gerade wird das wahrscheinlich nachher noch nicht so ganz sein, aber da muss ich dann wahrscheinlich noch ein bisschen nachschleifen. Aber so im Großen und Ganzen, dass das schon mal hier so halbwegs bündig ist. Das, was dann übersteht, das schneide ich dann weg. Das mache ich jetzt quasi, damit die Hammerfläche noch ein bisschen größer wird. Ich will sie nicht zu groß machen, aber schon, dass sie eine vernünftige Größe hat. So, dann nehmen wir mal wieder den alten Pinsel, den wir gestern benutzt haben. Schneide ich wieder ein bisschen runter, dass der nicht zu klobig dann ist. So, mal gucken. Mensch, Leute, schon das zweite Mal hintereinander, dass ich den kleinen Schraubenzieher auf Anhieb finde. Also ich weiß nicht, ich glaube, es geht bergauf bei mir hier. So. So, dann haben wir das
das jetzt schon mal so weit eingeschmiert. Dann müssen wir das Ganze jetzt ein bisschen antrocknen lassen. So, das sieht doch schon mal gut aus. Dann drücken wir das Ganze gut dran. So, das Ganze müssen wir jetzt aber erstmal so weit trocknen lassen, bevor wir weitermachen. Dann geht es mal weiter. Das Ganze habe ich jetzt gut trocknen lassen. Dann schneiden wir hier mal noch ein bisschen bei. Irgendwie ist die Katakline schon wieder ziemlich stumpf geworden. Ja, sieht schon besser aus. So. Schneide ich erstmal hier so das Überflüssige weg. Ja, dann müssen wir erstmal schleifen. Als ich hergeworfen habe, ich so gesehen habe. So, schneiden wir hier unten noch ein bisschen was ab. So, das sieht gut aus. So. So, dann haben wir das schon mal so weit geschliffen. Gucken wir mal, wie das jetzt hier oben so aussieht. Dann muss ich noch ein bisschen drüber. Hier, das ist ein bisschen tiefer wie der Rest. So, das haben wir schon mal. Dann müssen wir mal gucken. Jetzt habe ich hier noch ein Stück Leder. So, wie gesagt, jetzt kommt die Version für die Leute, die ein bisschen kräftiger kämpfen. Da gehe ich noch mal mit einer Ladung Leder drüber. Wie gesagt, Leute, können dann natürlich auch mit normalen Pateks machen, aber da müsst ihr wieder beide Seiten einkleben, ne? Mal dran denken. Obwohl hier beim Leder eher gesagt nicht. Das geht auch ohne. So. Das ist dann jetzt quasi, dass der Kopf dran bleibt. Also der Abreißschutz nochmal zusätzlich. Das ist dann für die etwas, für die Leute, die dann ein bisschen, irgendwie habe ich heute nicht so, also sag schnell, das ist dann für die Leute, die dann etwas sehr grob mit den Waffen umgehen.
Wichtig ist, dass er hier an der Stelle, dass das Leder dann nicht so breit ist. Sonst kriegt er das nämlich nicht hier schön so eine Rundung rein. Deshalb immer gucken, deshalb erstmal immer den Stiel dann noch machen. Dann kann man nämlich besser das dann hier so reinkleben. Ja. Da natürlich dann wieder was aufpassen. Den Heißkleber, das könnte dann wieder ein bisschen warm am Finger werden, wenn er da reinpackt. So, dann gucken wir mal. Dann habe ich hier Matratzenschaumstoff. Wie gesagt, die Köpfe, die will ich jetzt nicht zu groß machen. Ich habe jetzt ein bisschen größeres Stück genommen, wie ich eigentlich brauche. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. So, ja, dann müssen wir das Ganze erstmal wieder ein bisschen antrocknen lassen. So, dann schauen wir mal, wie weit die Sachen sind. Ich überall noch ein bisschen was abschneiden müssen. Wie gesagt, ihr könnt das natürlich auch genau ausmessen und dann drauf kleistern. So. Jetzt steht hier überall ein bisschen was über, aber wie gesagt, das schneide ich dann nachher weg. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal ein bisschen antrocknen, beziehungsweise richtig trocknen. Das könnt ihr ruhig auch drauf drücken. So, wie ihr seht, ja, das ist schön flauschig. Also wenn ihr damit zuschlagt, ja, das ist 5 cm ist das dick. Ja, 5. Also damit habe ich gute Erfahrung gemacht. Das ist eine gute Dicke. Da kann auch schon mal was fester zugeschlagen werden, da passiert dann nichts. Also keinen Waffenschaumstoff als Schlagfläche nehmen, das habe ich oft genug gesehen. Manche nehmen sie ja noch härteren, damit es so richtig knallt, wenn du auf die Schilder haust. Klappt mit denen auch und ist auch noch schön fluffig und da können auch Leute mithauen, die keine Rüstung tragen. Ja. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal trocknen. Das Ganze habe ich jetzt ein bisschen trocknen lassen. Fühlt sich gut an. Dafür nehme ich jetzt mal eine neue Cutterklinge. Ich werde das Ganze jetzt hier gucken, dass ich das so weit beischneide. Dann haben wir hier noch so ein paar Phasen. Das können wir dann entweder mit dem Cutter oder mit der Schere. Also ich habe festgestellt, mit der Schere geht das eigentlich auch ganz gut. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Ihr seht, jetzt haben wir hier nur noch hier so das Stück an Leder. Wie gesagt, da kann man jetzt hier aus 6er Matte nochmal hier so ein Ding drumherum machen. Das ist jetzt nur 3er, aber wenn das noch 6er, dann sieht das von dem Ding schon gar nichts mehr. Aber in dem Fall denke ich mal, lasse ich das so. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch so machen. Hier unten, ja, hier haben wir noch was liegen. Dann setze ich mal mit Heißkleber ein Ding drauf. Ja, so was ist immer gut, wenn man schon mal so 10er Reste noch behält, so kleinere Teile. Die kann man dann, wie ihr seht, hier für so was mal benutzen. Hier ist auch nicht schlimm, weil hier kommt nachher noch das Bleiband drüber. Das ist auch halb so wild. So. Das Ganze lassen wir ein bisschen abkühlen, dann machen wir wieder auf der anderen Seite weiter. Das ist immer das Schöne, wenn man dann auf der einen Seite, kann man auf der anderen Seite ein bisschen weitermachen. Das machen wir gleich. Fliegengitter. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ich hier noch so ein paar Reststücke habe. Ja, mal wieder alles runtergefallen, aber ist nicht so schlimm. So, wie ihr seht, so Reststücke kann man auch immer mal gebrauchen.
Und zwar stellen wir den mal hier so auf Seite. Machen wir jetzt einfach ein paar dünne Streifchen. Ja, der Hammer, der wird sich schon selbstständig. So. Und zwar machen wir jetzt erstmal, gucken wir mal, ob das reicht. Die Schere vor. Dann haben wir jetzt einmal rundherum die Verstärkungen, das Leder hier, dass es nicht abreißt. Na? Jetzt müssen wir mal gucken, wie es hier unten aussieht. Das müsste jetzt auch soweit abgekühlt sein. Gehe ich jetzt einfach und cutte einmal rund. Könnt natürlich auch immer so eckig abschneiden. Das geht aber, ich sag jetzt mal hier so, das geht auch ganz gut. Ja. Legt die Klinge quasi einmal so flach an und dann geht er einmal rund. Ein bisschen schleifen muss man dann immer noch, aber es hält sich in Grenzen. So, dann haben wir hier, das ist relativ sauber im Gegensatz zu hier, aber wie gesagt, das ist nicht schlimm, hier kommt dann nicht Bleiband dran. Dann sieht man danach auch nichts mehr. Und hier, wenn ihr hier die Kante habt, wenn ihr die dann ein bisschen, ich sag jetzt mal, verschleiern wollt, dann nehmt ihr einfach die Dreiermatte oder Sechser und klebt die so ein bisschen versetzt drüber. Und dann könnt ihr das damit auch ganz toll kaschieren. Und schon sieht der ganze Übergang nämlich auch sauber aus. So. Ich mache das extra so ein bisschen, das hier noch ein bisschen raus, dann kriegt das nämlich hier den Metall-Look und das Teil hier sieht dann aus, als wenn noch so ein bisschen vom Holzstiel dann da rausguckt. So, jetzt haben wir hier natürlich ein ziemlich großes Stück. Vielleicht unterteile ich das, dann brauchen wir nämlich nicht so lange Lederreste oder Lederstücke. Das ist auch immer eine gute Methode. Ich sag jetzt mal, wenn ihr nicht so lange Lederteile habt. Dann würde ich sagen, das lassen wir jetzt erstmal noch trocknen. Würde ich sagen, dann haben wir den groben Rohling schon mal fertig. Ja Leute, ich würde mal sagen, das war es dann erstmal mit dem ersten Teil vom Hammerbau. Soweit ist der Rohling jetzt erstmal der Grundbau fertig. Wie gesagt, ein paar Sachen werde ich dann im nächsten Teil, da machen wir das Ganze hübsch, noch ein bisschen hier und da noch was beischleifen, dann glätten und so was. Nieten und so. Vielleicht machen wir hier auch noch irgendwas drauf. Weiß ich noch nicht. Vielleicht halt man noch ganz schlicht. Schlicht ist manchmal ja auch ganz hübsch. Ja, dann hoffe ich mal, das erste Teil zum Hammerbau hat euch schon mal ein bisschen gefallen. Dieses Jahr, Ziel ist, dass wir dieses Jahr die Monetarisierung vom Kanal durchkriegen. Also fleißig die Videos gucken. Wäre schön, wenn wir dieses Jahr schaffen würden, dass wir die 4000 Stunden voll kriegen. Wir sind auf dem guten Weg, aber fehlt halt noch ungefähr 1900 Stunden fehlen noch. Also wir haben ein bisschen mehr wie die Hälfte an Stunden im Jahr. Ja, dann hoffe ich mal, wenn ihr mich unterstützen wollt, fleißig die Videos gucken, volle Länge laufen lassen, lasst sie nebenbei laufen. Damit helft ihr mir. Da würde ich mich echt darüber freuen, wenn wir das dieses Jahr schaffen würden. Das ist für dieses Jahr mein Ziel, dass wir die Monetarisierung durchdrehen. Ja, dann hoffe ich mal, das Teil hat euch gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Teil, wenn wir das Ganze dann hübsch machen, pinseln und fertig. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende bzw. einen schönen Sonntag. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Videos. Wir sehen uns.